Moin Leute, wir sind in Budapest. Wir werden in 48 Stunden Prag und Budapest machen und ich werde euch alles zeigen, was ihr in der kurzen Zeit sehen könnt. Viel Spaß! Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in diesem Video schauen wir uns zwei der schönsten Hauptstädte Europas an. Sommer, Sonne, Budapest. Erstmal richtig geil essen. Die richtig kaiserliches Flair ausstrahlen. Hier erfahrt ihr, was sich lohnt und welche Stadt besser ist für einen Kurztrip. Willkommen in Prag, unserem ersten Step. Wir werden in 2 Tagen Prag und Budapest unsicher machen. Und das ist Frank. Wir wollten eigentlich nur nach Budapest, aber er hat verschlafen. Deswegen mussten wir jetzt den Zug spontan nehmen. Naja, aber mal gucken. Wir gucken uns Prag an. Morgen früh fliegen wir weiter nach Budapest. Ich bin gespannt, aber Mike aus dem Off erzählt doch noch mal mehr darüber. In weniger als 48 Stunden Prag und Budapest anschauen? Was kann man da erleben? Wir schauen uns die Altstädte mit ihren architektonischen Meisterwerken an und gehen den Food-Optionen auf die Spur. Denn in diesen 2 Tagen kann man echt viel von beiden Städten sehen. Ja, es gibt viele Sachen, die man sich in Prag angucken kann. Ich bin auch ehrlich, man kann hier mindestens 2, 3, 4 Tage verbringen. Wir haben jetzt aber nur ganz wenig Zeit hier. Deswegen versuchen wir so ein bisschen die Highlights abzustauben. Und das erste Highlight ist auf dem Weg zum Hostel. Denn hier kommt man immer vorbei. Und das ist der Wenzelplatz. Ein riesiger Platz, wo alles dran ist. Ja, und da kann man sich ein bisschen entlang gehen und ein bisschen anschauen alles. Richtig cool. Immerhin gibt es den schon seit 1848 und an der Spitze ist das Nationalmuseum. Das Coole ist hier der Mix aus neuen und alten Gebäuden. Und es gibt halt wirklich ein paar Gebäude, die haben so richtig coole alte Fassaden aus dem 19. Jahrhundert, die so ein bisschen dieses Kaiserliche aus dem Böhmischen wieder zeigen. Richtig schön. Aber auch sehr touristisch. Vom Wenzelplatz kommt man dann immer, wenn man geradeaus geht, immer weiter Richtung Altstadt, wo die Straßen immer enger, immer verwinkelter werden und die Häuser immer älter werden. Prag ist ja eine unglaublich alte, schöne Stadt. Hier gibt es sehr viele Legenden und ich glaube, hier könnte man Tage verbringen, um sich die alle anzuhören. Deswegen macht auf jeden Fall diese Touren. Ich habe das mal gemacht und habe dann sehr viel über Alchemie und sowas gelernt. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn Frank hinter mir gerade verrückt dreht. Aber jetzt suchen wir uns erstmal unser Hostel, dann bringen wir uns Sachen weg, weil es ist sehr warm und dann holen wir uns was zu essen. Auch sehr cool, wie hier neue Sachen, wie das Hardrock Café, in richtig alte Gebäude eingebaut werden. Passt sehr schön in die Atmosphäre der Altstadt. Wir haben unser Hostel bezogen. Wir sind im Franz Kafka Hostel. Ist ein relativ billiges Hostel gewesen. Wir haben es auch spontan gebucht, weil wir ja auch erst seit heute Morgen wissen, dass wir eine Nacht in Prag übernachten werden. Ne, Frank? Ist am Franz Kafka Platz, direkt am Altstädter Ring. Das ist halt cool, weil die Lage sehr geil ist. Ist jetzt aber nichts Besonderes. Und ja, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Altstadt an. Ne? Das ist schon krass, ne? Wir sehen aus dem Fenster den Altstädter Ring bzw. das Rathaus, zu dem wir noch gleich gehen werden. Und wenn wir rausgehen, sehen wir hinter uns direkt das Schloss. Also das Schloss auf dem Hügel. Mega geil. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen werden. Das ist schon weit weg und wir haben nicht so viel Zeit. Aber erstmal gehen wir was essen. Nicht unweit vom Franz-Kafka-Platz sind wir hier am Restaurant Golem. Das ist im jüdischen Viertel, denn da sind wir ganz am Anfang und hier gibt es jüdisch-tschechische Spezialitäten. Wir haben uns für Entenkeule entschieden und natürlich, weil Tschechien ist ja bekannt dafür, Pilsener. Wir nehmen aber nicht Pilsener Urquell, sondern diesmal Staropram. Ja, und ich bin sehr gespannt. Oder Pilsener Urquell, ich bin mir noch nicht sicher. What? Was ist auf deiner Liste für Prag? Essen. Essen und gutes Bier. Ich glaube, die meisten hätten genau das über Prag gesagt. Verbunden mit der reichhaltigen Geschichte der Stadt. Deswegen gleich mal an die Ente.
Ja, das Essen war jetzt nicht besonders. Die Ente war kalt, aber dennoch war sie okay. Konnte man auf jeden Fall essen. Jetzt geht es aber weiter durchs jüdische Viertel und hier ist es krass, wie viele alte Läden man hier hat aus dem 17., 18. Jahrhundert. Schaut euch mal ein bisschen um. Ich glaube, das erste Mal war ich hier, als ich noch Schüler war. Das war, glaube ich, 2012. Da habe ich hier noch sehr viele orthodoxe Juden durchlaufen sehen. Mittlerweile sehe ich fast nur noch Touris hier. Ich glaube, damals waren es auch wahrscheinlich fast nur noch Touris, aber jetzt kommt es einem noch krasser vor. Sehr viele Führungen und so. Aber ich finde, man sollte es trotzdem sehen, denn die Prager Altstadt generell, das sind eigentlich nur Touri-Gebiete hier. Und ich glaube, wenn man weiter rausgeht, dann hat man so ein bisschen die Studentengebiete und Co. Aber es ist einfach so schön historisch hier. Man kann so viel sehen. Wie siehst du das, Frank? Man kann viel sehen. Sehen. Toll, ne? Vor allem das jüdische Viertel, auch Josefsstadt genannt, das schon seit dem 13. Jahrhundert existiert, hat's mir angetan. Die alten Synagogen, verbunden mit den Mythen über den Golem, der hier sein Unwesen getrieben haben soll, lassen mein Historikerherz höher schlagen. Solltet ihr eher Money haben und euch nicht für historische Gebäude interessieren, ist das jüdische Viertel trotzdem interessant für euch, weil hier sind Dolce Gabbana, Gucci und Co. Und hier stehen auch diese ganzen dicken Karren alle rum. Aber ja, wir gehen jetzt weiter zum Altstädter Ring, denn der ist einfach nur um die Ecke. Natürlich könnt ihr viel mehr Zeit in den Gassen und den Stadtteilen Prags verbringen. Da wir aber wirklich nur einen halben Tag haben gefühlt, springen wir von Highlight zu Highlight. Pluspunkt also, in Prag ist fast alles in Spazierdistanz. Wir sind jetzt am Altstädter Ring, wo auch das Rathaus mit der astronomischen Uhr ist. Und hier sieht man die ganzen alten Gebäude. Der Ring ist übrigens ein anderes Wort, in dem Fall für Markt. Also kein Ring, irgendwie so wie die Ringbahn in Berlin. Und den Ring gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert. Damals wurde der angelegt. Und ist damit einer der ältesten Märkte hier in Prag. Und es ist einfach wunderschön, diese Gebäude zu sehen und ein bisschen hier alles einzuatmen. Aber man muss auch hier sagen, viele Touristen, viele Stände. Aber es ist auch das Osterwochenende, ist okay. Das Coole auf dem Markt hier wenigstens ist, dass es hier sehr viele Snacks gibt. Also zum Beispiel den großen Schinken, den Prager Schinken oder eben Trüdelnik. Das ist so ein Baumstriezelkuchen, den es auch in Budapest geben wird. Kotos Kalasch heißt der, also heißt überall anders. Und ist aber hier auf jeden Fall eins von den Nationalgerichten, würde ich mal sagen. Und sieht auch sehr lecker aus. Und auch nach einer Stunde ist es noch krass. Überall enge Gassen, überall wieder alte Kirchen und alte Gebäude, die aus dem Nichts auftauchen und so ein bisschen das 14., 15., 16. Jahrhundert darstellen. Also ganz schön viel. Aber jetzt gehen wir zu unserem nächsten großen Highlight. Und das ist die Karlsbrücke, die bekannteste Brücke der Stadt. Hier hinter mir ist die Karlsbrücke. Auf der anderen Seite ist das Schloss hier auf dem Berg. Wenn ihr Zeit habt, geht auf jeden Fall hin. Die Kirche ist wunderschön mit einem Silbersarkophag. Man kann da sehr schön hoch, enge verwinkelte Gassen. Und auch die Brücke ist sehr schön. Wir werden jetzt aber nicht mehr so viel Zeit haben, weil wir wollen ja morgen weiter und heute Abend werden wir noch ein paar Bierchen trinken. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön ruhig hier, direkt an der Moldau. Abends kann man auch Fahrten über die Moldau machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Echt cool. Man hat hier auch so einen schönen Blick über die Skyline. Alles natürlich sehr niedrig, wenn man das mit anderen europäischen Städten vergleicht. Aber da die Stadt schon im 11., 12. Jahrhundert so riesig war, kann man sich vorstellen, wenn man von anderen kleinen Städten kommt, aus Deutschland, Böhmen und Co., wie riesig Prag gewirkt haben muss im Verhältnis. Und man merkt immer noch diesen Glanz. Immerhin war es die goldene Stadt, nicht nur, weil sehr viel Alchemie hier betrieben wurde. Also gerade oben im Schloss hat man so ein paar Gebäude, wo die Alchemie sehr krass betrieben wurde. Nicolas Flamel und so, wer Harry Potter kennt, der war wirklich, den gab es wirklich. Der war hier und noch einige andere, aber auch einfach, weil die ganzen Dächer sehr golden wirken. Aber es wird noch krasser in Budapest sein, wenn wir da morgen sind. Seid gespannt. Jetzt habt ihr eine Mini-Tour durch Prag bekommen. Ich bringe jetzt die Kamera zurück, weil wir werden jetzt das Barleben und die Biere der Stadt testen. Ich werde mein Handy noch ein bisschen mitnehmen und ein bisschen filmen. Deswegen geht es in die Highlights für euch und dann sehen wir uns morgen früh. Tschüssi. Wir haben uns übrigens für einen Pubcrawl entschieden. Gibt hier einige davon. Immerhin ist es super beliebt, bei Junggesellenabschieden jeglicher Art nach Prag zu fahren. Aber ab geht's in Tag 2.
Morgens sehen wir hier noch die Oper, wo auch eine Skulptur von Don Giovanni ist, also von dem Stück von Mozart, das hier damals aufgeführt wurde von Mozart, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mal gehört, dass es immer noch diese Legende gibt, dass der Typ hier teilweise wirklich sitzt. Aber ich habe es ja gesagt, in Prag gibt es sehr viele Legenden und so. Und wenn ihr mal hier seid, holt euch so eine Nachttour, so eine Geistertour. Bisschen gruselig, aber gar nicht so schlimm. Und das ist übrigens die Skulptur. Und damit verabschieden wir uns aus Prag. Zwischenfazit, sehr touristisch, aber man sieht sehr viele Highlights auf einmal. Und es ist einfach eine sehr schöne Altstadt. Ja, die Zugfahrt dauert etwa 7 Stunden. Kleiner Tipp, holt euch auf jeden Fall nicht das Zugticket per Deutsche Bahn, weil dann bezahlt ihr irgendwie 100, 150 Euro, sondern in dem Fall bei dem tschechischen Bahnservice hat es irgendwie 35 Euro gekostet. Ja, aber jetzt geht's ab nach Budapest. Willkommen in Budapest, Leute. Wir sind endlich angekommen. Es war eine wirklich lange Fahrt, 7 Stunden. Waren anstrengender als gedacht. Aber jetzt gehen wir direkt was essen. Ich habe da was im Kopf. Langosch, ne? Das wäre doch mal was. In der Zwischenzeit übernehme ich mal aus dem Off, denn die Hauptstadt Ungarns hat einiges zu bieten. Neben Prachtbauten direkt an der Donau und leckerem Essen überzeugt auch hier das jüdische Viertel mit dem Mix aus orthodoxem und jungem Leben. Aber lasst uns erstmal was essen, denn das ist hier richtig geil. Und zwar sind wir bei Retro Langosch. Als ich das letzte Mal hier war, das ist Jahre her, hatten nur so einen kleinen Stand. Und die sind super bekannt, wahrscheinlich der beste Langosch in Budapest, würde ich sagen. Die sind riesig. Ich habe mir den Hungarian Style geholt mit Käse und Bacon. Und Frank hat diese Version hier. Ich habe Bock auf viel Fleisch, Meatbomb oder halt klassisch ungarisch. Cheese, Bacon, Red Onion und Sour Cream. Ich glaube, ich probiere Meatbomb, obwohl da steht mit Jalapeno und Hot Green Pepper. Und ich bin eigentlich nicht so der scharfe Freund. Aber da ist halt unheimlich viel Fleisch drauf. Und darauf habe ich Lust. Probieren wir das. Wenn ich irgendwo Streukäse drauf mache, dann erwarte ich eigentlich, dass das wie so ein Panzer verläuft. Und man hat so eine Schicht und hier ist er wirklich gestiftet und kalt halt. Aber passt alles super zusammen und es war gar nicht so scharf, wie ich anfänglich gedacht habe. Hat eigentlich so gut zusammengepasst. Direkt noch einen nehmen, wenn ich nicht so satt bin. Langosch war sehr geil. Jetzt gehen wir ins Hostel. Das ist im jüdischen Viertel direkt bei Schimpla, den ganzen Ruinenbars und Co. in der Nähe. Da werden wir so Sachen abgeben und dann schauen wir uns ein bisschen das jüdische Viertel an. Als zweite Hauptstadt der K&K-Monarchie, also Österreich-Ungarns, hat natürlich Budapest so viele klassizistische Gebäude und Co., die richtig, richtig schön sind. So wie zum Beispiel die Oper hier hinter mir. Deswegen, man kann hier auch einfach nur durchgehen. Also wir sind gerade auf dem Weg zum Hostel und sehen schon so viel. Mega geil. Budapest hat auch fancy U-Bahn-Stationen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass es eine der ältesten U-Bahnen ist. Und ich glaube sogar die älteste U-Bahn auf dem europäischen Festland. Das jüdische Viertel hier in Budapest ist auch sehr aktiv. Also zum Beispiel hier ist auch wieder eine Synagoge und wir haben auch schon ein paar orthodoxe Juden gesehen. Deswegen gibt es ja auch sehr viele koschere Restaurants und jüdische Restaurants, die man auf jeden Fall testen kann. Ich habe vor ein paar Jahren hier mal so einen Shawarma gehabt. Unglaublich lecker. Den Laden gibt es leider nicht mehr. Mal schauen, ob wir vielleicht morgen noch mal was essen. Aber es ist echt sehr schön hier. Und vor allen Dingen deutlich ruhiger als Prag. Prag ist ja komplett überlaufen und hier hat man so ein bisschen Luft zum Atmen. Es ist eine sehr schöne Stadt, es ist halt auch sehr schön warm. Perfekt einfach. Unser Hostel ist richtig krass. Richtig cooler Innenbereich. Das Zimmer cool, weil man kann auch seinen eigenen Bereich abschließen bzw. zumachen. Das ist immer sehr schön für Privatsphäre. Und wir sind direkt an der Schimpla, also direkt da, wo die Bars und sowas sind. Aber da gehen wir erst später hin, denn wir werden uns jetzt erstmal noch ein bisschen das Viertel hier anschauen. Hier ist auch ein Streetfood-Markt, wo es sehr viele verschiedene Essenssachen gibt. Mega cool.
Schimpla ist die berühmteste Ruin Bar in Budapest, also eine Ruin Bar sozusagen. Ein altes Haus, das eigentlich schon in Stücke zerfällt gefühlt. Und da drin gibt es dann jede Menge Bars, das ist verwinkelt, das ist richtig cool. Und hier geht es am Wochenende natürlich immer richtig ab. Da werden wir nachher noch hingehen. Die Synagoge an der Dohany-Straße ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Gebäude, das man im jüdischen Viertel sehen muss. Ist übrigens die größte Synagoge Europas und die zweitgrößte der Welt. Also ist wirklich riesig. Aber der Entrance ist richtig teuer. Ich habe gesehen, 25 € kostet das, um da reinzugehen. Deswegen werden wir das nicht machen. Das ist auch mittlerweile ein bisschen spät. Aber es ist einfach eine sehr, 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 sehr schöne Synagoge. Und deswegen hier noch ein paar Szenen vom Tag danach, als wir nochmal dran vorbeigegangen sind. Da merkt man erst, wie riesig der ganze Bereich ist. Um euch noch einen coolen Eindruck von der Donau zu geben, sind wir jetzt vom jüdischen Viertel durch die Fashion Street gehen wir, wo auch ein riesiger Lind-Osterhase ist. Und gehen jetzt mal schön die Straße entlang, schlendern ein bisschen bis zur Donau. Im Vergleich zu Prag, die Innenstadt hier ist recht groß, recht weitläufig auch, sehr breite Straßen, sehr majestätisch und hier hat man sehr, sehr viele Shoppingmöglichkeiten. Und zum Schluss kommen wir dann an die Donaupromenade, wo man das riesige Schloss auf der anderen Seite sieht, alles schön erleuchtet ist, mega schön hier. Und ein kleiner Pro-Tipp, hier fährt so eine Tram entlang und wenn man die nimmt, die kostet nichts extra, sowas hat man gefühlt einen richtig geilen Sightseeing-Blick. Lohnt sich auf jeden Fall, aber schaut euch mal um, wie schön das hier ist. Auf dem Rückweg sind wir jetzt noch an der Barstraße vorbeigekommen. Hier ist alles so ein bisschen überdacht und hier sind einfach überall an jeder Ecke Bars, Restaurants und sowas. Richtig eng auf eng, mega cool. Von da ging es für uns auch direkt weiter in die Ruin-Bars, die echt mega verwinkelt und dunkel sind. Hat so ein bisschen einen Berlin-Vibe. Viel Platz ist hier aber nicht und auch sehr touristisch, aber trotzdem ein Highlight und fühlt sich gemütlich an als alles, was wir in Prag gesehen haben. Bisher also klarer Vorteil Budapest. Wie sieht es aber morgen danach aus? Guten Morgen Leute, Tag 2 in Budapest. Wir waren hier beim Bluebird Café frühstücken. Das Sandwich war ganz okay, jetzt nicht das Beste, was ich hier hatte. Kann man aber auf jeden Fall machen. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen mehr Budapest an, denn wir ein bisschen Zeit haben wir noch bis zu unserem Flieger. Wenn man durch die Innenstadt geht, dann muss man natürlich auch an der Kirche vorbeigehen. Und es ist einfach krass, wie diese Kirche zwischen dieser Häuserschlucht auftaucht und dann richtig rausstrahlt. Und natürlich stehen hier sehr viele Leute, die Fotos machen wollen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Dom. Normalerweise sagt man ja immer, esst nicht an dieser Hauptstraße, ne, weil Restaurant teuer und sowas. Aber hier ist Best Bagel und die sollen atemberaubend geile Bagel haben. Wenn ihr also hier seid, gönnt euch die mal. Auch bei Tag ist der Anblick auf die Stadt richtig geil. Also man sieht auf der anderen Seite die Fischerbastei, heißt es glaube ich. Fischereibastei und das Schloss. Sehr, sehr, sehr geil. Wir werden wahrscheinlich gleich noch das Parlament sehen. Das kennt man ja, aber jetzt gehen wir erstmal über die Brücke. Wusstet ihr übrigens, die Stadt Budapest ist gar nicht so alt. Denn eigentlich sind es zwei Städte, Buda und Pest. Die wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts unter der Doppelmonarchie zusammengelegt, zu einer großen Stadt. Deswegen sind auch viele der Prachtbauten in diesem Zeitraum entstanden, um Werbung für Budapest zu machen. Mit Erfolg. Diese Stadt ist einfach wunderschön. Wenn man hier vor dem Schloss ist, das geht ja weit hoch, da kann man hier so eine Art Seilbahn nehmen, die da hochfährt. Ist glaube ich auch gar nicht teuer, aber die Schlange dafür ist unheimlich lang. Deswegen werden wir lieber unsere Füße nutzen und hier schön hochschlendern. Okay, nichts mit gemütlich durch den Park schlendern. Hier geht es jetzt schön die Treppen hoch. Vielleicht hätte ich doch lieber die Bahn nehmen sollen. Ich bin ja faul. Oben angekommen, war anstrengend, aber es lohnt sich. Der Blick über die Stadt ist wunderschön, atemberaubend. Ich war hier auch schon mal zum Sonnenuntergang, da sieht es noch geiler aus. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Der ganze Hügel hier gehört zu dem Schlossdistrict. Das ist einfach ein großer Bereich, also wirklich schön. Ja, natürlich ist das Schloss mittlerweile ein Museum und eine Nationalgalerie. Man kann sich also das schön auch von innen angucken, wenn man die Zeit dafür hat. Wir gehen jetzt aber noch ein bisschen außen drum rum und schauen uns das ein bisschen an. Ihr kennt ja safe diese Royal Guards aus London, ne, mit diesen riesigen Hüten. Budapest hat die eigene Version. Wir haben kurz noch ein bisschen das Ende von einem Wachwechsel gesehen. Der wird hier auch immer sehr krass zelebriert. Und dann stehen die da und stehen da nur. Toll. So, wir sind jetzt hier an der Bastei. Die hat ein richtig schönes Dach und ist ein richtig architektonisches Meisterwerk. Bekannt aber auch vor allen Dingen wegen dem Ausguck hier, der so ein bisschen so was Märchenhaftes hat. Und da kann man richtig schön auf die Stadt gucken und hier machen die meisten Leute ihre Fotos. Ist natürlich sehr touristisch, aber man sollte es trotzdem mal gesehen haben. Generell, ich mag ja so Schlösser, Burgen und die ganzen alten Ausgucke. Da bekommt man immer so ein Gefühl, wie es schon damals gewesen sein muss, diese Städte zu sehen. Budapest bzw. Buda und Pest sind wirklich unglaublich schöne Städte. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit für etwas zu essen, oder? Wir haben so einen kleinen, urigen Laden gefunden. Namen blende ich hier natürlich wieder ein. Der richtig geiles Gulasch macht. Man kriegt hier sogar kleine Portionen und die kosten irgendwie 6 € oder sowas nur. Das ist ein schöner kleiner Laden, die Leute sind super herzlich und das Gulasch ist richtig zart, mit dem Nockel richtig lecker. Das ist eine Spezialität Ungarns, die ich auf jeden Fall gerne öfter haben könnte. Wenn ihr sonst zu essen sucht, könnt ihr Chicken Paprika noch essen. Langosch hatten wir ja gestern und Kudaš Kalaš zum Beispiel, also ne, Trudelnik oder wie sie einen Baumschüsselkuchen, hatte ich ja schon in Prag gesagt, ist hier auch eine Spezialität. Essenstechnisch kann Ungarn also relativ viel. So, zum Abschluss sind wir noch ein bisschen an der Donau weiter entlang gegangen, Richtung... An der Donau, wie geil! Nö, den lasse ich so. Ja, jetzt zum Parlament noch vorbeigegangen und dann geht es auch schon wieder zurück für uns nach Berlin. Ihr seht, 48 Stunden, man konnte richtig viel machen. Natürlich kann man die Städte sich auch noch viel länger angucken und ich empfehle auch euch, geht nochmal dahin, nehmt euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber am Ende sind 48 Stunden doch eng. Aber es klappt, es war leckeres Essen, wir hatten leckere Getränke, wir haben geile Sachen gesehen und vergesst nicht zu liken, zu subscriben, haut da rein. Sagt tschüss. Ciao, Kakao. Das war's also aus Budapest und Prag. 48 Stunden und genug Highlights, um einen richtigen Vorgeschmack auf die Städte zu sichern. Perfekt also für einen Kurztrip im Sommer. Ich bin ehrlich, ich fand beide Städte schön, aber Budapest hat klar für mich gewonnen und ist die viel, viel schönere Stadt. Wenn man weniger Zeit hat, lohnt sich Prag aber auch. Aber jetzt geht's ab in die Highlights. Bis zur nächsten Reise, denn die steht schon in den Startlöchern. Haut da rein!